Habe von Flive Universe, null Plan, Level of Schmuck und so weiter ist alles neu für mich. Ich habe damals viel Flive PC-Version gezockt. Aber bis auf Level bis Slayer, Seraph nichts gefarmt oder so. Hast du eine Empfehlung, welche Klassen ich mir hochziehen sollte? Könnte mir vorstellen, 12 Chance zu zocken. M plus Blade Ranger, aber glaube beide sehr teuer. Nein, vielleicht das Tank. Entweder 2 oder 8, alles dazwischen ergibt keinen Sinn. Und welche Chars ist eigentlich egal. Ist eigentlich wurscht. Aber ja, Blade und Ranger sind die teuersten. Aber an für sich ist das eigentlich wurscht. Am besten eine Klasse, die du nicht hast. Also nicht haben, sondern hassen. Und also Ringmaster auf jeden Fall, das ist Pflicht. Einen Tank brauchst du nicht. Gibt eigentlich nichts in diesem Spiel, wofür du zwingend einen richtigen Tank brauchst. Oder fast nichts. Wenn du wirklich etwas, in Anführungszeichen, tanken musst, dann nimmt man dafür ein Set her. Tank-Set, ein HP-Pad, Tank-Schmuck, eine zweite Stat-Page. Gibt viele Möglichkeiten in Flive Universe, wie man einen Tank quasi unnötig oder austauschbar macht. Also Tanks sind in diesem Spiel tatsächlich vollkommen überbewertet. Leider. Also ich finde Knight Tank ist chillig und ist nice und Knight ist meiner Meinung nach auch der beste Tank. Aber man braucht ihn einfach nicht. Also anders als in Flive PC, wo du gewisse Sachen ohne Tank eigentlich vergessen konntest. Ich meine, gut, in Flive PC konntest du auch immer schon halt STA statten oder so. Aber da hat es eigentlich keiner gemacht, da hat man lieber mit einem Tank gearbeitet. Weil es leichter war. Aber in Flive Universe ist es tatsächlich eigentlich noch leichter, weil du fast alle Bosse echt easy tanken kannst. Die einzigen Bosse, die ein bisschen schwieriger sind, sind so Cursed Dungeon Bosse, weil die noch relativ viele Debuffs und so haben. Aber normale Giants und die normalen Bosse, die man sowieso nur einmal am Tag oder einmal alle 2 Tage farmen kann, die kann eigentlich wirklich jeder Damage-Dealer easy tanken. Dafür braucht man eigentlich nicht mal richtiges Tank-Equipment. Da reicht einfach nur ein HP-Pad und ein bisschen Power-Ups vielleicht. Und bei den richtig harten Bossen, auch da kann das fast jeder Damage-Dealer. Da braucht man dann ein bisschen mehr Power-Ups oder halt wie gesagt eine zweite Stat-Page. Aber selbst dafür braucht man eigentlich keinen richtigen Tank. Ist natürlich chilliger, wenn du einen richtigen Tank hast. Vor allem Cursed Dungeons, da hat man in der Regel schon einen richtigen Tank. Aber im Vergleich zu früher ist das schon ganz anders. Also heutzutage ist das... Also dieses Denken, du bräuchtest einen Tank, das ist jetzt einfach ganz anders. Tanks sein und 4 AP haben ist cool. Ja, aber es bringt dir halt nicht wirklich viel. Du musst halt nur genug HP haben, um halt den höchsten Schlag zu überleben. Und dafür muss man ja kein Tank sein, weil die meisten... Also Kriton zum Beispiel, ich farm ihn auf Middle mit 26.000 HP. Und auf Hard bräuchtest du auch nicht mehr als 30.000. Und ich farm ihn halt eigentlich nur nicht auf Hard, weil ich kein besseres HP-Pad habe. Und ich mir aktuell keins kaufe. Ich wollte mir eigentlich selber eins züchten oder ich hatte gehofft, ich würde bei meinen Pet-Farms selber eins bekommen. Und Kriton ist theoretisch zumindest, also nicht der stärkste, aber auf jeden Fall der höchste Solo-Boss momentan. Also wenn du keine Cursed Dungeons farmst, ist das der stärkste Boss, gegen den du kämpfst. Und der ist echt easy auf Full Damage. Du brauchst entweder ein gutes HP-Pad oder halt HP-Pad und PvE-Set. Und dann kannst du ihn easy farmen. Power-Ups kriegt man zum Großteil eh gratis aus Battle Pass, aus Dailies, aus Events. Also dafür brauchst du auf jeden Fall keinen Tank. Und bei Kriton würde ich sogar sagen, ist es mit Tank nicht mal unbedingt chilliger. Nicht wirklich. Und ansonsten, wenn du mehr als 2 Chars hast, ist halt immer das Problem, wenn es verschiedene Klassen sind, dass die halt auch verschiedenes Equipment brauchen. Also wenn du jetzt irgendwie 3 verschiedene Klassen hättest, dann bräuchtest du halt auch 3 verschiedene Equipments. Im schlimmsten Fall sogar verschiedenen Schmuck. Und das kostet dann richtig viel Geld. Also wenn du halt RM und Blade hast, dann hast du halt 2 Schmucksets, 2 Sets, 2 Waffen oder 2 Waffenpaare oder whatever. Fertig. Also theoretisch zumindest.
Und wenn du dann aber noch einen BP, einen Jester und einen Ranger hast, dann bräuchten die ja, gut, Schmuck nicht unbedingt immer anderen, aber teilweise vielleicht schon. Und auf jeden Fall bräuchten sie unterschiedliche Waffen und Sets. Also wenn du wirklich mehrere Chars machen wollen würdest, dann immer die gleichen eigentlich. Also zum Beispiel 4 Blades und 4 AMs. Oder 4 Ranger und 4 AMs oder so. Weil dann kannst du zumindest das Equipment hin und her tauschen. Dann kannst du zum Beispiel, was ich jetzt gerade mache, 4-mal Kriton farmen. Oder 4-mal Clockworks und so. Und dir immer das Equipment hin und her tauschen und so weiter. Anders macht das kaum Sinn, weil so viel Kohle hat kein Mensch, dass er 8 Charakter ausrüstet. So viel Geld hat nicht mal ich. Also ich habe es mal probiert über FEC. Hat auch relativ gut funktioniert, aber dann kam ein Update und es wurde viel besseres Equipment released. Ja. Und dann hat sie sich das auch wieder erübrigt. Also das funktioniert einfach nicht. Es ist besser, man fokussiert sich auf eine Klasse, macht die mal richtig krass. Am besten dann 4-mal die gleichen Charakter, dann kannst du es immer hin und her tauschen. Und wenn du das dann mal hast, dann kannst du immer noch andere Charakter machen. Aber so auf 10 Hochzeiten tanzen oder auf 8 Hochzeiten tanzen, das ist nicht gut.